Ich bin Martin, ich bin 31 Jahre alt, ich wohne seit 10 Jahren im wunderschönen Leipzig und seit ungefähr 3 Jahren weiß ich, dass ich einen Gehirntumor mit mir herumtrage. Die Chance, dass man so einen Teil bekommt, ist unglaublich gering. Dennoch gibt es Leute, die sowas haben. Das macht mich teilweise auch fertig, weil ich will nicht Gehirntumor Martin sein, wo alle sagen, habt ihr gehört, der hat einen Tumor im Kopf. Oh, Alter! Wie soll man sowas akzeptieren? Es sind noch 7 Wochen bis zur OP und ich bin eigentlich noch ganz entspannt. Das Thema ist noch weit genug weg, um jetzt schon in Panik zu verfallen. Aufgrund der regelmäßigen MRT-Kontrollen und Arztbesuche kriegt man es aber auch nicht ganz aus dem Kopf. Dafür gibt's aber ständig frische Fotos vom Gehirn und vom Tumor. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ich versuche das mal, ich habe es hier auf dem Rechner. Da, also das ist mein Kopf, das ist mein Gehirn. Wir können ja von oben anfangen. Da sieht man, hier fährt das MRT lang. Das ist im Spiegelverkehr, das ist quasi die linke Seite, das ist die rechte Seite. Also wir gucken oben auf den Kopf drauf. Und wenn man dann so ein bisschen reinfährt, ungefähr zum letzten Drittel, da sieht man dann, dass genau hier sich so eine, irgendwas, dass es irgendwie anders aussieht. Das ist der Hirnstamm und da drückt hier etwas drauf. Das da. Das ist mein Epidermoid. Es ist schon verrückt, dass so ein kleines Teil so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und von hier auf jetzt das ganze Leben auf den Kopf stellt. Aber dabei ist es schon noch das bessere Unglück. Trotzdem, da oben ist einfach verdammt wenig Platz und so kann es schon bei relativ geringer Größe zu richtigen Problemen kommen. Bei mir ist es tatsächlich nur so ein leichtes Missempfinden hier in diesem Bereich. Das wird mal mehr, mal weniger, manchmal vergesse ich es sogar. Ist nicht wirklich schlimm, es ist auch nicht taub, es ist ein komischer Druck. Das ist so die eine Seite der Symptome, die man fühlt. Die andere Seite ist so die Psyche und das ist, glaube ich, das, was bei mir am meisten Probleme macht, weil der Gedanke, dass man da was hat in seinem Kopf, was wächst, was wachsen wird, was größer wird. Man kann sich daran gewöhnen, aber es ist halt immer wieder Thema, weil man immer wieder in MRT-Kontrollen muss, man muss immer wieder zum Arzt. Es ist nie weg, man kann es nicht wegschieben. Und genau deswegen eben die OP. Aber auch wenn die noch in weiter Ferne ist, so ein leicht mulmiges Gefühl trage ich trotzdem immer mit mir herum. Ich versuche mich abzulenken, mit Musik, Arbeit und Freunden. Einer meiner besten Freunde wohnt etwas weiter weg. Es geht um ihn hier, das ist André. André lebt mit seiner Freundin Nadine seit 18 Jahren in Bristol, UK. Dieses Wochenende ziehen die beiden um und beim Kistenschleppen will ich ihnen helfen. Also sobald du Bilder von der Wand nimmst, ist es wie Umzug. Hier Ja, alle klar. Ja. Und dann ist im Grunde nur noch hier, der Hälfte des Zimmers ist schon Karton. Kennengelernt habe ich die beiden 2006 auf dem Geburtstag von Andres Bruder in Dresden. Ich war damals 17, kurz vorm Abitur. André und ich haben an dem Abend aufgelegt und relativ schnell festgestellt, dass wir den gleichen Musikgeschmack und denselben Humor haben. Das bin ich und das ist André. André war an dem Wochenende der coole Typ, zu dem ich so hochgeschaut habe, der in England war und geile Mucke kannte und hörte, Britpop. Und an dem Wochenende wurde mir klar, dass ich genau das auch will. Und so kam es dann auch. Ich bin nach dem Abi nach Bristol gegangen, um mein Zivi zu machen und bin 3 Jahre geblieben, was eine extrem prägende Zeit für mich war, weil ich da im Grunde erwachsen geworden bin, groß geworden bin. Und André ist vom coolen Typen, wie ich ihn kennengelernt habe, zu meinem großen Bruder geworden. Und der ist er auch heute noch. Die Substanz ist, glaube ich, das, was für mich sehr wichtig war, ja, dass ich auch sehr darunter leide, wie meine Familienverhältnisse sind. Und dass, als du dann zu uns kamst,
warst du dann in England und brauchtest jemanden. Und das hat uns zusammengeschweißt, glaube ich. Und die Gespräche darüber. Und die Musik natürlich, das war dann alles so zusammen. Ich glaube, die 4 Jahre oder 3,5 Jahre, die haben das Fundament. Und da müsstest du, glaube ich, viel Mist bauen, dass das kaputt geht. Hey, yes! Na, mein Gott. Warum glaubst du, dass wir Freunde sind? Weil wir, denke ich, also für mich, weil ich viele Sachen mit dir teile. Und ich denke, ich weiß, dass du auch viele Sachen mit mir teilst, weil wir uns halt sehr nahe stehen und das schön ist. Und weil ich dich, glaube ich, auch in meiner Nähe haben wollte, wenn es mir nicht geht. Und das ist ja, wie es ist. Ja, ist so. Bist du der Erste, dem ich irgendwas erzählen würde, weißt du? Also, du bist mein kleiner Bruder, weißt du? Ja, Mann. Hey, kannst du mir mal eine Kippe drehen? Jetzt schon? ich denke oft dran, dass du nach einer Operation vielleicht das Leben nicht mehr so genießen kannst, wie du es jetzt genießt. Dass du es im dümmsten Falle vielleicht auch nicht mehr verstehst, was vorher war. Oder uns nicht mehr erkennst. Oder einfach was für dich, aber für uns alle halt auch. Das ist vielleicht auch ein egoistischer Gedanke, aber dass das Blatt sich völlig ändert und eine völlig neue. Das schiebe ich aber auch ständig weg. Also, soweit denke ich eigentlich auch selber gar nicht. Weil ich das auch. Nee, man muss es einfach positiv sehen. Aber dann mache ich mir da schon Gedanken, wie kann ich dir dann, man weiß ja nicht, wie man dann helfen kann, aber das kann ich dir auch gleich so sagen. Also wenn du dann dort jederzeit Bock hast, ich habe dann das Telefon auch immer an. Mhm. Und wenn du mir Nachrichten hinterlassen willst oder mir was drauf sprechen willst oder ein kurzes Video schicken willst, dann mach das auch. Ich werde dann auch 24/7 dann auch da sein. Also dann sind wir nur so weit voneinander entfernt. Ja, so weit. Es tut unglaublich gut, sowas zu hören und zu wissen, dass viele Kilometer weit weg Menschen sind, die einen den Rücken frei halten. Das ist was Besonderes und in meiner Situation gerade sehr doll wichtig. Die Familie sind eigentlich die Freunde, die man hat. Ja. Das ist so ein Punkt, den habe ich vor 12, 15 Jahren mal gehört. Und das macht auch total Sinn. Also das Schlimmste ist halt in der Familie, ist halt irgendwie die Erwartungshaltung. Das ist so, man hat von Freunden auch eine Erwartungshaltung, aber irgendwo in einem faireren Rahmen. Ich finde auch, dass es, also so bei meinen engen Freunden, und da gehörst du ja auch dazu, ist vieles auch einfach bedingungslos. Also vieles wird getan, ohne dass dann der andere dafür irgendwas eine Gegenleistung bringen muss oder sowas. Oder man macht es einfach, weil man weiß, das ist mir wichtig und es ist mir auch wichtig, dass ich dann dabei bin. In der nächsten Folge. Der erste war ein komischer Tag. Auf einmal kam die ganze Anspannung hoch. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo du dir vielleicht jetzt wirklich intensiver Gedanken darüber machst, was denn nur Leben bedeutet und Lebensqualität und was auch Tod bedeutet vielleicht. Das Wissen um die eigene Vergänglichkeit ist tatsächlich was, über das ich mir noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe. Ich verstehe das natürlich. Also wenn das bei mir gemacht werden würde oder so, da würde ich Angst davor haben. Die hilft natürlich nicht unbedingt, die Angst, so, aber die kann man ja nicht verhindern. Das wird erst die Zeit dann bringen,